Hallo meine Lieben, heute habe ich für euch als Geschenkverpackung eine Jute-Tasche und das ist nicht eine normale Jute-Tasche, sondern eine, die man auch sublimieren kann. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Was ich das Coole an dieser Tasche finde, ist, dass sie so aussieht wie eine Jute-Tasche. Die hat aber eine spezielle Beschichtung, so dass wir die auch sublimieren können. Und ich dachte, das ist eigentlich eine coole Sache, weil die kann dann eben wiederverwendet werden. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass sie nicht weiß ist. Und da müssen wir dann ein bisschen gucken, wie das mit den Farben aussieht und auch die Nähte. Also ihr braucht hier zum Pressen dann auf jeden Fall auch ein Ausgleichskissen, das ihr reinlegen könnt, weil sonst habt ihr das Thema, dass es nicht richtig ist, dass ihr das nicht richtig pressen könnt aufgrund der Nähte. Gucken wir uns nachher an. Wir gucken uns jetzt zuerst kurz das Design an für die Tasche und drucken das aus, damit wir das dann pressen können. Für das Design bin ich auf Design Bundles gegangen. Das ist designbundles.net. Und da habe ich mal nach Sublimationsdesigns gesucht. Das heißt, hier unter Crafters gibt es Sublimationsdesigns. Und dann habe ich einfach mal nach Christmas gesucht. Ich habe geguckt, dass ich etwas habe, was möglichst nicht allzu viel Weiß drin hat, weil die Tasche ja braun ist. Aber ich denke mal, das hier könnte durchaus gut aussehen. Ich habe viel Schwarz, die Konturen sind definiert, grün, braune Päckchen. Das Weiß wird dann halt nicht weiß sein, aber auch die Lichter nicht, aber ich denke trotzdem, das könnte relativ gut funktionieren. Das heißt, das kaufe ich mir und lade das dann runter. Und wenn ich das dann bezahlt habe, dann kann ich das Ganze runterladen. Hier Download Files. Dann ist es hier dieses ZIP. Und in meinen Downloads habe ich dann dieses PNG-Bild. Das sieht dann so aus. Und da kann ich eigentlich auch gleich schon auf den Print Manager gehen und das von da aus ausdrucken. Das heißt, lokale Datei öffnen, dann eben dieses PNG. Vom Material her nehme ich mal Polyester, High Quality, lasse ich alles. Dann nehme ich hier einfach eine A4-Seite. Zentralisieren lassen wir. Leerzeichen trimmen machen wir auch. Und dann bei den Jobs sage ich dem, wird es gar nicht so extrem groß haben, sondern ich habe mir die Tasche angeguckt und da will ich das bei 17 cm haben. Das reicht eigentlich von der Größe her. Könnten wir sogar 2 drauf machen, ne? Jo. Spannen wir Papier, machen wir 2 und dann kann ich das zweite noch für was anderes verwenden. Ich habe es noch ein bisschen angepasst. Bei der Breite bin ich jetzt bei 16,5 und hier habe ich einen Abstand von 2,5 gewählt, damit ich das Blatt auch richtig gut nutzen kann, trotzdem aber hier ein bisschen Lücke habe, um das abzuschneiden und dann kann ich kurz gucken, Photographic, ich will Vivid. Und so drucke ich das schon mal aus. So, ich habe das Ganze auch schon zurechtgeschnitten. Ausdruck hat wunderbar funktioniert. Geschnitten mit dem Hebelschneider einfach. Das geht mir dann ein bisschen besser, um das aufzubringen. Das zweite kann ich beiseite legen. Das verwende ich für was anderes. Und jetzt habe ich eben hier meine Tasche und so kommt es dann, von der Größe her ist es so. Ich habe kurz bei Yasando, wo ich die Tasche gekauft habe, geguckt, wie ich das pressen muss. Da steht 180 bis 190 Grad, ca. 60 bis 100 Sekunden, Anpressdruck leicht mittel, Ausgleichskissen, Andruckkissen empfehlenswert wegen der Nähte. Das heißt, ich habe meine Easy Press auf 190 Grad eingestellt.
für 100 Sekunden. Jetzt machen wir hier eben das Ausgleichkissen rein, was es unbedingt braucht. Weil wenn wir das nicht drin hätten, dann haben wir mit den Nähten ein Problem, ne? Dann nehme ich das von Artespray, das finde ich wirklich super, um so Sachen zu pressen. Gucke natürlich, dass das da liegt, wo ich dann auch pressen will. Dann gucken wir hier natürlich, dass ich da keine Fussel drauf habe. Und dann machen wir das Design mit Kleber fest. Das muss wie immer natürlich ein hitzeresistentes Klebeband sein. Jetzt gucke ich, dass ich hier schön mittig liege und mache das fest. So, das sollte halten. Dann nehme ich noch ein Backtrennpapier oben drauf, einfach um 100%ig sicher zu sein. Und dann kann ich schon mit der Easy Press drauf eben 190 Sekunden, nee, 190 Grad, 100 Sekunden und mit leichtem Druck. Und ich habe extra, als ich das Design definiert habe, geguckt, dass das dann auch wirklich Platz hat von der Platte her, dass ich das wirklich in einmal pressen kann. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. So. Das hat sich jetzt auch schon ein bisschen gehoben. Deshalb gucke ich das beim Abziehen natürlich, dass das nicht wieder runterfällt. Ich habe eins mit dem Ausgleichskissen gemacht. Zeige euch nachher kurz, was das Problem war. Und ich mache jetzt auf die Rückseite dasselbe nochmal. Diesmal ohne Ausgleichkissen. Habe aber die ganzen Seiten mit Nadeln so ein bisschen festgemacht, damit es nicht reinklappt, sondern rausklappt, damit ich hier eine schöne gerade Fläche habe. Bringe ich das, dass ich klebe das hier fest drauf. Möglichst mittig. Und dann liegt es auch so auf meinem Kissen unten drauf, dass die Nähte nicht hochstehen. Also hier, die Nähte gehen hier über den Rand drüber hinaus. Dann mache ich hier ein Backtrennpapier drauf. Und presse das auf der Seite auch nochmal. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas. Es hat sich auch wieder gehoben. Aber diesmal hatte ich das Problem nicht, was ich vorhin hatte. Ich zeige euch kurz das erste Ergebnis. Und zwar war das so, dadurch, dass sich das Ganze gehoben hat, hatte ich hier ein Ghosting drauf. Das heißt, das Papier, dadurch, dass es sich hier gehoben hat, ist so ein bisschen verschwommen. Seht es hier auch auf dem Papier drauf, ne? Habt ihr hier wie so Ränder bekommen. Beim zweiten, was ich gemacht habe, hatte ich das nicht. Da ist es schön geworden. Und ich habe auch auf dem Papier weniger diese Verschiebungen. Kleines bisschen habe ich es, aber nicht so stark wie beim ersten.
Und vom Design her ist es halt einfach so, dass Sublimationsfarbe transluzent ist. Das heißt, die Farbe von eurem Rohling guckt durch, deshalb sublimieren wir meistens auch auf weiß. Aber ich finde dieses Design hier jetzt mit diesem Vintage-Look und dem Jutebeutel finde ich Hammer. Und das habe ich jetzt auf beiden Seiten drauf. Der zweite Abdruck ist tatsächlich besser geworden. Von dem her, wenn ich einen Tipp geben könnte euch, dann würde ich sagen, dass ihr das wirklich auch so macht. Ich habe hier einfach die Seiten rausgeklappt, die festgesteckt, dass ich dann hier eine gerade Fläche habe und bin da eben auch nicht vom Design extrem groß gegangen. Das heißt, ich habe nicht die ganze Fläche genutzt, sondern einfach so weit, wie ich gehen kann, damit das alles dann immer noch flach liegt. Ne? Wenn ich es dann rauskriege, so, dass das wirklich flach liegt und ich hier nirgendwo in die Erhöhung reingehe. Und so kann ich das eigentlich besser pressen als vorhin, wo ich das mit dem Höhenkissen versucht habe. Aber das ist die Idee für heute. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen. Ihr habt Lust, es selber auch nachzumachen und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! We'll be chilling and having a good time.